Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es meinen Lieblingseintopf und zwar zeige ich euch heute einen Gemüse-Hackbällchen-Eintopf. Viel Spaß! Dafür braucht ihr Rinderhackfleisch, ein Ei der Größe M, dann habe ich hier 2 Esslöffel Semmelbrösel, verschiedene Gewürze. Unterm Video schreibe ich euch hin, welche Gewürze das waren. Dann so gut 1 Esslöffel Tomatenmark und dann noch Petersilie. Meine war übrigens gefroren. Als allererstes stellen wir die Hackbällchen her. Dazu geben wir das Hackfleisch in eine Schüssel. Da kommen die Gewürze mit hinein. Da war übrigens jetzt auch Salz und Pfeffer dabei. Dann die Semmelbrösel. Ihr seht, das ist diese Panko-Semmelbrösel. Die sind ein bisschen grobkörniger und die finde ich richtig gut. Dann noch das Ei dazugeben. Die Petersilie. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen. Und dann noch das Tomatenmark. Jetzt muss das Ganze vermengt werden. Und zwar so lange, bis alles schön miteinander verbunden ist und wir einen tollen, glatten Teig haben. Dann geht es an die Kugeln oder an die Bällchen. Und zwar, ich nehme da immer so einen Teelöffel voll Hackfleisch. Einfach rausnehmen. Und dann in der Hand eben eine kleine Kugel formen. Ihr seht schon, diese Kugeln sollen etwas kleiner sein als die üblichen Hackbällchen. Einfach formen und auf die Seite legen. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Hackfleisch. Das dauert ein klein wenig. So sehen sie dann aus. Das waren jetzt schon jede Menge, aber das ist auch gut so, denn es sollen ja schon ein paar sein. Jetzt braucht ihr eine Auflaufform oder einfach einen Behälter. Da gebt ein bisschen Mehl hinein, legt ein paar von den Hackbällchen da mit hinein und wälzt das Ganze darin. Das geht eigentlich ganz gut in so einer Auflaufform. Einfach dann durchschütteln und dann sind die Kugeln rundum mit Mehl bedeckt. Warum mache ich das? Ganz einfach, damit die Soße eine kleine Bindung bekommt, also dass es ein bisschen dickflüssiger wird und die Hackbällchen einen besseren Halt. So sieht es aus, die stellen wir kurz zur Seite. Weiter geht es mit den Beilagen der Suppe. Dazu braucht ihr Kartoffeln, eine Zwiebel, Zucchini und Karotten habe ich da jetzt. Übrigens, meine Kartoffeln waren mehlkochende Kartoffeln. Dann braucht ihr noch Rinderbrühe, Tomatenmark, Butterschmalz, Mehl. Ich habe jetzt hier den mediterranen Gemüse-Allrounder von Just Spices, könnt ihr aber auch einen anderen nehmen. Und halt eben noch Öl mit zum Anbraten. Als allererstes die Zwiebel schälen und würfeln. Ich habe hier jetzt so einen Wellenschneider. Ich finde, das sieht die Suppe so toll aus damit. Einfach die Karotten schälen und halt in Würfel schneiden. Das geht mit diesem Wellenschneider. Ja, da sieht es jetzt gerade ein bisschen aus, als würde ich es das erste Mal machen. Ist aber nicht der Fall. Das sieht einfach total schön aus, finde ich, wenn das so Wellen hat. Und man kann da auch so richtig schöne Würfelchen damit schneiden. Dasselbe wird dann auch mit der Kartoffel gemacht. Die Kartoffel schälen, abwaschen und dann ebenfalls in Würfel schneiden. Und bei der Zucchini dasselbe. Die natürlich vorher waschen, Anfang und Ende ein bisschen abschneiden und dann würfeln. Jetzt geht es an die Suppe. Da kommt jetzt das Öl, Butterschmalz in die Pfanne, schmelzen lassen oder besser gesagt erhitzen, Zwiebeln darin kurz glasig dünsten und dann kommt das Tomatenmark dazu. Das war jetzt ein bisschen zu wenig, also Tomatenmark dazugeben. Bei mir waren es jetzt dann zum Schluss doch noch 2 Esslöffel mit dazugeben, kurz anschwitzen lassen. Und dann sieht das Ganze so aus, ein bisschen mit Mehl bestäuben, dass eben die Soße noch eine kleine Bindung bekommt. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Mehl nimmt, weil sonst wird es zu dickflüssig. Das Ganze verrühren, dann die Kartoffeln mit dazugeben und die Karotten ebenfalls kurz mit anbraten. Das Ganze dann mit der Rinderbrühe aufgießen. Und zwar so viel Rinderbrühe nehmen, also bei mir war es jetzt hier 1 Liter, das kann aber sein, dass er mehr braucht. Es soll halt alles schwimmen. Also schön bedeckt sein. Das Ganze verrühren, aufkochen lassen und dann kommen auch schon die Hackbällchen mit hinein. Die einfach da hineinlegen, gut vermengen, also sie sollten bedeckt sein und dann das Ganze aufkochen lassen, Deckel drauf und dann gute 15 Minuten leicht köcheln lassen. Nach den 15 Minuten nochmal kurz durchrühren und jetzt darf auch die Zucchini dazu. Die muss nicht so lang kochen, deswegen kommt sie erst später dazu. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen mediterranes Gewürz darüber gegeben, einrühren und das Ganze nochmal so gute 10 Minuten leicht köcheln lassen und dann ist die Suppe fertig. Also die ist wirklich sowas von lecker, ich kann es euch wirklich empfehlen, das ist momentan meine absolute Lieblingssuppe oder besser gesagt Eintopf, weil sie ist ja doch ziemlich dickflüssig und die Beilagen sind auch, ja, üppig für einen Eintopf.
Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!